Willkommen zurück zum Z3. Das Auto ist gewaschen. Wie ihr seht, auf der Bühne, Felgen sind runter. Die werden jetzt hinten nochmal ordentlich gemacht. Dazu gab es ja auch ein extra Video. Jetzt kümmern wir uns ums Polieren und wir starten mit dem Testspot, um die optimale Politur, Polierpad, Poliermaschinenkombination rauszufinden. Damit geht es jetzt los. Gesagt, getan, zur kurzen Erinnerung nochmal der Zustand. Wir haben echt einiges zu tun. Bleibt nur zu hoffen, dass der Lack nicht allzu hart ist, denn wir wollen hier in den nächsten 3-4 Stunden noch fertig werden. Und jetzt mit Lampe, wird es noch übler. Ich glaube, die machen wir lieber wieder aus. Nein, Spaß beiseite, Lampe bleibt an. Wir wollen auch sehen, was wir machen und auch was zu tun ist. Auf jeden Fall, da ist richtig Defekte in allen Bereichen, auf den liegenden Flächen, an den Türunterkanten, an den Türseiten. Also eine 100% Nummer wird das hier nicht. Wir wollen Originallack, soweit es geht, erhalten, nicht alles runterrasieren. Aber wir haben natürlich den Anspruch, das Bestmögliche draus zu machen, damit der neue Besitzer einen optimalen Zustand bekommen, den man noch lange aktivieren kann. Wir starten wie immer mit einer, sage ich mal, verhältnismäßig milden Kombination, einer Cut-Politur und einem harten Polierpad. Mit Finish weiß ich von vornherein, brauche ich da nicht mehr für anfangen. Micha und ich arbeiten hier parallel. Micha hat die X-Cut genommen, ich habe die X-Cut genommen und Micha die Sonax Cutmax und Paul ist mit der Rote am Start und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, er hat auch die Cutmax genommen auf roter und rotem Sonax-Pad. Wir wollen einfach mal vergleichen, wie ist das Ergebnis, wie müssen wir arbeiten, müssen wir 2- oder 3-stufig arbeiten, arbeiten wir rotativ mit der Zwangsexzenter oder rotativ vollständig mit der Rotationsmaschine oder Freiläufer-Exzenter Flex XFE. Wir machen das alle hier so ein bisschen parallel. Paul ist da schon am Finish fahren mit der Rota, um einfach mal Hologramme wegzunehmen. Micha packt auch einen Finish drauf, um das vergleichbar zu machen und dann schauen wir uns mal die Flächen an und entscheiden, welches das beste Ergebnis bringt. So, Vergleich 50-50, Testspot zu nicht polierter Fläche und ich glaube, das kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben ja fast eine 100%ige Defektkorrektur. Das war echt ein super Vorgehen. Also Sonax X-Cut auf der Exzender, egal ob Zwangsantrieb oder Freiläufer, beides hat super funktioniert. Und dann Finish hinterher mit der Perfect Finish oder X0406 hat auch das gleiche Ergebnis gebracht. Wir gehen vor. Alle Mann, die Hände haben, arbeiten am Fahrzeug. Wir waren hier teilweise zu 5 am Polieren, teilweise sogar zu 6. Aber jetzt hier alle parallel mit den nötigen Abständen, damit wir uns nicht behindern und auch Sicherheit gewährleisten, arbeiten wir uns einmal rund ums Auto. Wir mussten echt Gas geben, denn es war wirklich viel zu tun. Zum Glück ein kleines Auto, zum Glück kein Dach, aber dennoch immer noch genug zu tun. Wir sind jetzt im letzten Step und dafür habe ich mir Hilfe geholt oder Hilfe vor die Kamera geholt. Micha war so lieb und hat uns das neue Sonax CC Evo, Keramik Coating Evo mitgebracht. Das kommt da drauf und der erste Schritt ist das Entfetten und damit starten wir jetzt und dann geht es weiter mit der Keramik. Wie versprochen, gesagt, getan. Entfetter Sonax Prepare auf großzügig auf ein Tuch sprühen und ohne Druck gleichmäßig das Fahrzeug abwischen. Wichtig ist, dass dabei dauerhaft ein geschlossener Film entsteht. Besonders bei empfindlichen Lacken sollte natürlich mit dem Reiben aufgepasst werden und fürs Entfetten idealerweise immer nur neue Tücher verwenden. Ganz besonders, wenn es sich um einen kratzempfindlichen Lack handelt. Wenn das ganze Fahrzeug entfettet ist, starten wir mit Schicht 1, dem Base Coat. Das wird satt aufgesprüht und in geraden Bahnen verteilt. Erstmal in einem Bereich, damit ich halt wirklich genug Produkt überall habe und dann kann ich es in dem Bereich ordentlich ausarbeiten. Wichtig ist dabei auch die Temperatur zu beachten und dann spielt es wirklich keine Rolle mehr, wie ich das Pad bewege, ob in geraden Bahnen, in Kreisen, in Achten, in S- oder in X-Symbolen, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass überall ein gleichmäßiger Film auf dem Lack zu sehen ist, der dann aber auch relativ schnell abzulüften beginnt. Immer ganz wichtig, bei solchen Produkten Herstelleranleitungen beachten, dann geht auch nichts schief. Man sieht dann auch schnell, wie das Produkt anfängt abzuziehen, abzulüften und dann wird mit einem sauberen, neuen Mikrofasertuch auspoliert. Hierbei ist natürlich wichtig, gutes Licht zu haben und alle Überstände restlos entfernen zu können.
Wichtig ist auch hier, sich wirklich nicht stur an Ablüftzeiten zu halten. Man sollte das Produkt immer im Blick haben. Es ist nämlich abhängig von Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur und sollte einfach mal so ein bisschen gucken, wenn man merkt, es beginnt schon abzuziehen, wird so regenbogenartig, dann auf jeden Fall vernünftig abwischen und so zunächst das ganze Fahrzeug gründlich behandeln. Immer bauteilweise vorgehen, maximal ein ganzes, manchmal auch bei so einer großen Haube eine halbe Haube, da muss abpoliert werden. Und dann nach einer Stunde Wartezeit kommt das Glosscoat oben drauf, das wird auf den Applikator aufgetropft und dann ebenso in geraden Bahnen oder beziehungsweise gleichmäßigen Bahnen wäre das richtige Wort, aufgetragen. Auch hier immer das Ablüftverhalten beachten, wenn das Produkt anfängt abzuziehen. Auch da dann gründlich mit einem sauberen, neuen, separaten Mikrofasertuch abwischen. Hier besonders darauf achten, dass wirklich alle Reste und Überstände entfernt werden. Was jetzt nicht entfernt wird, bleibt auf der Oberfläche und lässt sich als sogenannter Highspot danach nur noch sehr, sehr schwer entfernen. Gerne auch mit der Lampe kontrollieren, um Wolkenbildung zu vermeiden. Hier ist wirklich gründliches Arbeiten enorm wichtig. Jeder Fehler kommt uns da zeittechnisch sehr, sehr teuer zu stehen. Zack, zarab, schauen wir uns das Fahrzeug an. Wir sind fertig. Der Lack sieht absolut grandios aus. Wir haben hier und da noch tiefe Kratzer. Die sind einfach nicht mehr drin gewesen, sowohl von der Zeit, was aber nicht das Hauptproblem war, sondern einfach von der Lackschichtdicke. Wir wollten es wirklich nicht übertreiben. Wir wollen auch noch Originallack erhalten. Und ich glaube, angesichts des Ausgangszustandes kann sich unser Ergebnis hier wirklich mehr als sehen lassen und sieht wirklich richtig gut wieder aus, das Auto. Es ist richtig was passiert. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Viel Spaß an den Gewinner. Danke ans Lederzentrum, hat wirklich Spaß gemacht und euch viel Spaß nochmal beim Zuschauen. Spult gerne nochmal zurück, schaut euch die Ergebnisse an. Bis zum nächsten Mal, haut rein.